Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute machen wir ein neues Video, in dem ich die Biere von 12 Years of Christmas durchteste. Ich habe jetzt einfach mal die nächsten gegriffen, die in der Reihenfolge ungefähr angekommen sind. Die sind jetzt wieder vom Alkoholgehalt unterschiedlich und wir schauen mal, was so Sache ist. Diesmal habe ich die Lampe rechts ausgelassen, weil mir ist aufgefallen, ich habe das letzte Video gerade editiert, dass die Lampe hier erzeugt ein grüneres Licht als die andere, weil da ganz kleiner Unterschied ist im Gelbton und das macht sich auf der Kamera sehr deutlich bemerkbar. Hätte ich nicht gedacht, aber so ist es nun mal. Das heißt, ihr habt jetzt so ein bisschen mehr Licht von oben oder so. Ansonsten bin ich gut vorbereitet, Wasser habe ich auch da. Jetzt muss ich nur daran denken, das auch zu trinken. Wir fangen an mit dem Spice Dunkel Weizenbock. Das ist ein Weizenbock, wie der Name schon sagt. Allerdings hat der Brauer beim Brauen an dem Tag wohl eine sehr schlechte Sudhausausbeute, aus Gründen, die er nicht näher erklären konnte. Deswegen haben wir hier einen deutlich geringeren Alkoholgehalt von nur 5,4%. Trotzdem sollte das Bier sehr voll schmecken, denn die große Malzmenge, die er eingesetzt hat, erzeugt ja trotzdem einen vollen Malzgeschmack, auch wenn der Alkoholgehalt nicht stimmt. So, dann haben wir hier jetzt in der Tat ein dunkles Bier. Es ist sehr klar, ganz klein bisschen Chill Haze, klarer als die meisten meiner Biere, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es hat so eine dunkle, malzige Note. Gewürze rieche ich jetzt gar nicht so viele. Ich muss mal eben gucken. Ich habe das Rezept jetzt nicht groß nochmal angeguckt, aber kurz drüber geschaut und es gab einfach eine Reihe von Gewürzen. Der Rest ist wie ein typischer Weizenbock mit eben einer Menge dunklem Malz, also Münchner Malz 2. Farbe ist auch sehr schön. Was würde ich denn jetzt riechen? Nelken könnte ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen Zimt. Das ist aber schon, also es ist eine schöne komplexe Mischung, wo man nicht einzelnes rausriecht. Es ist aber bemerkbar, dass hier Gewürze drin sind, anders als beim, was war das letztes Mal? Eins der Biere letztes Mal, wo ich nicht so richtig gemerkt habe, was Sache ist. Intensiv malzig. Auch ziemlich karamellig im Abgang. Also man hat erst den Eindruck von Malz. Es ist also tatsächlich ein sehr volles Bier, wie ich das erwartet habe. Und so der Nachgeschmack ist sehr intensiv karamellig. Es wäre wirklich viel Karamellmalz drin. Bei manchen dieser Biere ist ja auch wirklich Karamell drin. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber sonst könnte ich es vermuten, weil es wirklich sehr intensiv schmeckt. Aromahopfen oder so sucht man ja vergeblich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Weizennote wahrnehme, weil es nicht so kernig ist. Weizenmalz an sich ist ja ein sehr mildes Getreide und deswegen merkt man da nicht so viel Kernigkeit. Es ist aber so diese dunkle Malznote, brotig, sehr intensiv. Schmecke ich was von den Gewürzen? Ja, jetzt mit dem großen Schluck, da kommt sowas. Also es bildet sich so eine leichte Waldhonignote von dem Malz, aber da ist auch noch irgendwas drumherum. Vielleicht sogar ein bisschen Ingwer drin, das könnte ich jetzt vermuten. Ja, ist schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich ein Gewürz raussticht, was ich jetzt erkennen würde. Es ist sehr schön eingebettet und für mich schmeckt es jetzt, abgesehen von der Stärke, die für den Weizenbock natürlich höher sein könnte, ist es wirklich ein sehr schönes, volles Bier und tatsächlich ist es sehr angenehm, dadurch, dass es nicht so viel Alkohol enthält. Und ich kann mir vorstellen, dass ich den relativ rasch wegtrinken werde. Der ist wirklich richtig lecker. Einfach ein sehr leckeres Bier. Sehr schön. Sollte man immer so machen. Ich hatte eben den Eindruck, dass da auch so eine leicht muffige Note drin ist. Das könnte natürlich eins der Gewürze sein, ne? Also zum Beispiel Nelken, hatte ich ja schon mal erwähnt. Die können auch mal sehr heftig riechen. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht nur nach reinem Bier, sondern da ist auch was Gewürziges dran. So, das nächste ist das Bourbon Spice Stout. Und zwar meine ich, das wurde in 2 Varianten gemacht. Einmal mit und einmal ohne Eichenholz, bei dem es gelagert wurde. Und das hier ist jetzt die Variante mit 7 Monate Eichenholz. Das ist also ein Stout, was man ganz normal braut. In diesem Fall jetzt hier mit 5,5% Alkohol. Und da kommen jede Menge Gewürze rein, die in ein bisschen Bourbon und Wodka ziehen gelassen werden. Und dann wird das in die Nachgärung gegeben. Oha, ist das jetzt die lange Lagerung? Oder merke ich hier schon den Stout-Charakter? Es ist ein zäher, viskoser Schaum, wie ich das von sehr hochprozentigen Bieren kenne. Da werden wahrscheinlich jede Menge Flocken drin sein. Gerstenflocken oder Haferflocken. Ich würde auf Haferflocken tippen, weil der Schaum so cremig ist und nicht so eischneeartig. Der Schaum ist auch ein bisschen braun, also da wird eine ordentliche Menge Röstmalz oder Röstgerste drin sein. Ich vergesse immer wieder, welches von denen besonders den Schaum färbt. Ich glaube, Röstgerste färbt den Schaum besonders und Röstmalz lässt ihn ein bisschen weißer. Oha.
Das riecht ja sehr intensiv. Das hat tatsächlich eine sehr scharfe alkoholische Note, die ich bei dem Prozentgehalt wirklich nicht erwarten würde. Und das müssten jetzt wahrscheinlich Alterungsaromen sein, die ich da schmecke. Also einfach die lange Reifung, die hat das Ganze in so was Weinartiges verwandelt. Also das ist wirklich was für so einen langen Abend, wenn man nicht viel Alkohol im Blut haben möchte, aber trotzdem sehr viel komplexe Noten schmecken möchte. Was rieche ich denn da? Also es ist schon irgendwie so eine Art Schokoladigkeit, aber es ist halt eben diese alkoholische Note. Ich rieche da ein bisschen Kirsch raus, weil es einfach, das hatte ich schon bei anderen Barley Wines, dass die kirschartig werden. Manche nennen das auch Sherry-Aroma, soll man nicht verwechseln mit Cherry, was ja Kirsche ist, sondern Sherry ist der Wein aus Spanien, der so rosinig riecht. Ja, der ist da auch mit dabei, allerdings wird er von der scharfen Note ein bisschen überdeckt. Ich meine, ich rieche sogar einen Aromahopfen, aber ich könnte mir jetzt nicht sagen, was das für einer ist. Der Bourbon wird ja vielleicht auch so eine sherryartige Note haben, die könnte ich auch daraus riechen. Tatsächlich, wenn ich jetzt so an Whisky denke oder auch an Wodka, dann passt das schon eher, um diese scharfe alkoholische Note zu erklären, die wirklich einfach nur so am Anfang vom Geruch ist und danach kommen ganz viele vielschichtige andere Aspekte. Wow, sehr schokoladig, ja, sehr intensiv, röstig. Erinnert mich an so einen Chocolate Bock oder sowas in der Art, was man heutzutage ja auch in Deutschland glücklicherweise bekommt. Der ist jetzt aber deutlich merkbar obergärig, weil er halt so eine komplexere Note da reinbringt und nicht nur so clean das Schokoladenaroma von dem Malz ist. Wie soll ich das beschreiben? Ja, es kommt mit flüssiger Schokolade schon ganz gut hin, aber es ist auch gleichzeitig sehr weinig, also so ein Schokolikör, in die Richtung geht das. Ist gleichzeitig aber auch knackig herb und mit so einem Kaffeearoma noch dabei. Ja. Hat auch die Schärfe von Alkohol, also auch sehr deutlich. Es ist sozusagen so ein Fake Barley Wine. Also wenn man wirklich mal den Geschmack von Barley Wine haben möchte, aber eben nicht die 10% trinken, dann ist das, glaube ich, eine gute Variante. Der Alkoholgehalt macht das Ganze sehr charmant, finde ich. Gewürze stehen hier sogar bei Wacholder, Zimt, Piment, Vanille. Ich muss sagen, ich rieche da auch nicht viel individuell heraus. Es ist auf jeden Fall durch diese komplexen Noten klar, dass da viel drin ist. Es ist aber auch nicht so eindeutig gewürzig wie das erste, was ich hatte. Das erste war deutlicher gewürzt. Das Bourbon Spice Stout finde ich so ein bisschen mehr, ja, also die Gewürze werden fast überdeckt, wenn man nicht wüsste, dass sie drin sind, weil eben so viele andere Dinge noch dazukommen. Ja, es ist wirklich sehr intensiv schokoladig. Also das ist ein Teil, der Stout-Teil, der ist richtig, richtig knackig geworden. Gefällt mir sehr gut. Ich werde dann bei Gelegenheit mal die Variante ohne Eichenholz, Chips sind es wahrscheinlich, ohne Eichenholz-Chips probieren und gucken, ob ich da den Unterschied schmecke. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das mitkriege, weil wirklich das Bier selbst ohne diese Extras schon so hervorsticht. Okay, dann trinken wir ein bisschen Wasser. Das habe ich, glaube ich, gerade eben vergessen. Jetzt machen wir es mal. Genau, nach dem Bier lohnt es sich auch, dass die Palette neutral ist. Und das ist auch sehr wichtig, weil das nächste Bier ganz, ganz anders ist. Das heißt Cherry Double. Es ist allerdings tatsächlich vom Alkoholgehalt viel eher ein Triple oder sogar ein Quadruple. Ich glaube, ein Triple kommt am ehesten hin. So um die 9% Alkohol. Was hat er hier geschrieben? 9,5%. Es ist nämlich ein Double, was man mit Double, es wird Double geschrieben, aber es ist ja ein belgisches Rezept. Ein Double, was man mit sehr viel Zucker noch aufgeputscht hat. Und dann guckt man, dass das noch mit Sauer- und Süßkirschen vermischt wird. Und ich glaube, eigentlich kommen auch noch Gewürze hinzu. Ich bin mir sicher, das Wort Spiced kommt jetzt nicht vor. Die Zutaten stehen aber drauf, das ist sehr gut. Er hat wohl belgischen Candy-Sirup genommen. Jenseits des Reinheitsgebots gebraut, das ist eine sehr gute Bemerkung. Sowas würde ich auch gerne mal auf meine Biere schreiben. Vor allem, wenn man sie verkauft. Mal gucken, was das so in Deutschland bewirkt. Die meisten Leute sind ja neuen Dingen gegenüber sehr unaufgeschlossen. Ja, eindeutige Kirsche. Sauerkirsche würde ich jetzt vom Geruch her sagen. Ja, kein Aromahopfen. Ich nehme so ein bisschen malzigen Eindruck wahr. Er hat zum Färben Pale Chocolate Malt reingetan. Das ist so, ja, um die 100 EBC, würde ich sagen. Das ist gar nicht so viel. Also Kirsche, Malz, kleiner Malzeindruck. Damit haben wir es im Geruch schon.
Oh wow, ja, das kündigt sich weniger an und haut dann Geschmack richtig rein. Also es ist wirklich sehr voll durch den hohen Alkoholgehalt. Gar nicht so scharf alkoholisch wie das Stout. Also man riecht nicht irgendwie den starken Alkohol, aber es ist eine sehr wärmende, kirschige Note, ein bisschen kirschweinartig auf der Zunge. Das Malz ist sehr zurückhaltend. Es ist nur so ganz leicht da drumrum am vervollständigen. Von den Malzen jetzt auch sonst nichts Besonderes, einfach ein guter Körper. Das ist echt leckeres Bier. Ja, sehr kirschig, wirklich eindeutige Kirschnote und langanhaltend. Also ich merke wirklich lange was von dem Bier. Am Ende bleibt dann nur noch der Malzeindruck. Nicht zu bitter. Ich glaube, das Bourbon Spice Stout ist das einzige, wo man eine deutliche, merkbare Bittere hatte, natürlich stilgerecht. Und das ist jetzt wirklich sehr angenehm. Geht schon so Richtung gefährlich mit dem Alkoholgehalt und dem frischen Eindruck von den Kirschen. Einfach sehr lecker. Leichte Säure, die da drin vorkommt, durch die Früchte, ist aber auch sehr typisch. Ja, damit wäre ich schon mit meiner Verkostung zum Ende gekommen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das erste noch nicht gesehen habt, die erste Verkostung, schaut sie euch an. Die blende ich dann hier irgendwo ein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann macht's gut.